Um runde Sachen zu lasern und Flaschen zu lasern, dazu brauchen wir einen Rotari. Doch welcher Rotari ist der richtige? Es gibt jetzt einige auf dem Markt und wir schauen uns mal hier zwei Modelle einfach mal an. Hier diesen Chuck hier und diesen Roller. So, jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir lasern heute runde Sachen. Finde ich ganz cool. Ich habe hier schon mal einen Rotari hier gehabt oder besitze einen Rotari. So ein Modell ist das hier. Aber ich bin nicht so immer 1000%ig zufrieden gewesen mit diesem Rotari. Ab und zu mal ist es wieder verrutscht und sonst was. Es funktioniert, aber man hat teilweise Ärger. Wir schauen uns halt einfach mal heute einen neuartigen Chuck an. Das ist so ein Modell hier. Die sind jetzt seit ein paar Monaten auf dem Markt und ich habe mich immer gefragt, was bringen diese Teile und wie man sie einstellt. Das schauen wir uns alles in diesem Video einfach mal an. Wir müssen in Lightburn einiges einstellen und dann gibt es noch Tipps und Tricks dazu, dass ihr nicht zu viel falsch lasert. Schauen wir uns mal den Lieferumfang einfach mal an. So, das ist ja das R1 Pro Set hier. Da ist nämlich der R2 mit dabei. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das ist dieser flache hier, dieser R2 hier. Und gleich beim Auspacken ist mir aufgefallen, Leute, das ist so richtig schön wertig, muss ich sagen. Also mir kommt das so richtig schön wertig vor. Es ist komplett aus Alu gefertigt hier. Selbst das Gehäuse hier von dem Motor, es ist komplett aus Alu. Auch die Räder hier, die wir hier haben, alles Alu. Gut, wir haben jetzt da noch mit dabei, haben wir hier verschiedene Sachen hier zum Beispiel. Das sind diese Greifbacken hier, die wir hier haben. Weil hier haben wir ja dieses Rädchen hier, das kann man dann drehen und dann gehen die Backen hier auseinander. Die kann man hier noch draufschreiben, schrauben in verschiedenen Richtungen. Je nachdem, was ihr einspannen wollt, sind mehrere dabei. Wir haben hier auch noch solche Griffarme hier dabei, wenn man jetzt zum Beispiel innen was spannen will. Und das kann man dann auch noch hier reinschrauben. Wir haben auch noch für verschiedene Sachen zum Gravieren, zum Beispiel Glas oder so, verschiedene Halter mit dabei. Hier auch nochmal ein Halter, den kann man dann hier so reinmachen zum Beispiel. Kabel ist ganz klar, Werkzeug haben wir mit dabei. Selbst eine kleine Wasserwaage ist mit dabei. Und ein Maßband für den Umfang. Und hier, ja, ich sage jetzt mal, das ist jetzt das nicht wertigste in diesem Paket hier drin, ein Messschieber hier aus Plastik. Ja, er erfüllt wahrscheinlich schon seinen Zweck, alles gut, aber ja, stabil ist er nicht. Egal, das ist ja nicht das Schlimmste. So, wir haben auch noch Füße mit dabei. Füße, die sind dafür da, dass wir den Laser einfach nach oben stellen können. Und das passt bei den meisten Lasern unten rein. Aber ich werde mein eigenes System verwenden. Das könnt ihr dann nachher einfach mal gucken, wie es ich mache. Gut, meine Lieben, wir müssen natürlich, bevor wir starten, noch ein bisschen vorbereiten. Ich habe das schon mal gemacht hier. Ich habe den Laser nach oben gestellt, also erhöht. Und ihr könnt natürlich diese mitgelieferten Füße hier verwenden. Die passen jetzt hier bei dem Ike hier aber nicht. Deshalb habe ich hier Special-Füße, aber setzt es auf jeden Fall schon mal hoch. Der nächste Schritt wird sein, dass ihr das mitgelieferte Kabel, müsst ihr mal schauen, welcher bei euch passt hier. Natürlich bei Atomstark passt es dann natürlich direkt gleich hin. Ihr müsst die Y-Achse anschließen. Die Y-Achse bei den anderen Geräten ist meistens hier oben der Motor. Dann müsst ihr einfach das Kabel hier oben anstecken. Also ihr steckt das Kabel ab hier und steckt es dann praktisch in das mitgelieferte Kabel hier hinein. In diesem Fall hier bei dem Ike ist es hier vorne, der Y-Anschluss hier, der Motor, ihr seht es hier. Deshalb muss ich das hier vorne anschließen, aber die meisten haben Stepper-Motor hier drüben oder hier oben. Zum Anfang würde ich euch auf jeden Fall irgendwo ein Testobjekt hier empfehlen. Ich habe hier einfach einen Holzrundstab, den wir jetzt einmal einspannen werden. Deshalb habe ich hier auch die passenden Spannzangen schon drauf gemacht. Hier gibt es ja mehrere Sachen mitgeliefert. Müsst ihr einfach schauen, was für euer Objekt hier am besten funktioniert. Ich stelle den Rotari auf die rechte Seite hier, da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Da gibt es nämlich Besonderheit, ob links oder rechts hier hinstellt. Ich stelle ihn jetzt einfach mal rechts hin, denn ich habe ja bei den neuen Ike hier ein tolles Laserkreuz hier verbaut und damit kann ich richtig schön auf den Objekten einfach ausrichten. Deshalb rechts. Aber da müssen wir dann trotzdem nochmal in Lightburn eine Special-Einstellung machen, aber da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal zum Sprechen. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt mal ins Lightburn und schauen uns das Ganze im Lightburn an, was wir da noch machen müssen. Gut, dann öffnet ihr einfach mal euer Lightburn hier. Da müssen wir jetzt einige Einstellungen vornehmen. Und zwar geht es jetzt da oben mal auf diese Rädchen. Das findet ihr auch hier dann unter Bearbeiten, Einstellungen.
Und dann müsst ihr jetzt erstmal den Rotari Drehfreigabe im Hauptfenster anzeigen, müsst ihr erstmal freigeben, also dieses hier anklicken hier und dann taucht hier unten dieser Rotari auf. Rotari einfach mal anklicken, dass er aktiviert ist. Und dann gehen wir jetzt mal in die Laser Tools hier rein, in die Rotation einrichten und dann seht ihr schon, hier könnt ihr verschieden auswählen. Wenn ihr jetzt den Roller habt, den R2 hier, müsst ihr auf das hier klicken, aber wir haben jetzt gerade den Chuck hier. Deshalb müsst ihr auf Chuck klicken, aktivieren Sie den Rotari, wenn es nicht angeklickt ist. Darauf kommen wir gleich nochmal zum Sprechen hier. So, und jetzt ist es ganz einfach, wir müssen hier einen festen Wert hier eingeben. Dieser feste Wert beträgt bei diesem Modell hier 160, den wir hier eintragen müssen. Deshalb tragen wir hier mal 160 ein. Und jetzt messt ihr euren Objektdurchmesser. Da ist ja eine mitgelieferte Schublehre, ist ja dabei. Und da könnt ihr das einfach mal messen. In diesem Fall, mein Rundholz hat hier 35 mm. Das gibt es ja hier auch noch ein. Jetzt den Umfang braucht ihr nicht eingeben, denn das wird automatisch angepasst. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel 40 eingebe, seht ihr ja schon, hier ändert sich auch dieser Wert hier. Wir haben aber 35 mm Durchmesser, also haben wir hier im Umfang von 109. Könnt ihr einfach OK klicken. Gut, jetzt ist es schon mal so, dass wir jetzt weitermachen können, und zwar spannen wir jetzt eigentlich schon mal unser kleines Hölzchen hier Rundstab ein, um zu testen. Dazu zeichnen wir hier einfach mal einen Text. Schreiben wir mal irgendwo halt einfach hier Test drauf. So, diesen Test könnt ihr natürlich anpassen, wie ihr wollt von der Größe her, das ist klar. Die Größe, ja, lassen wir einfach mal diese Breite von 2 cm. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich einmal drehen. Im Uhrzeigersinn machen wir das Ganze. Jetzt seht ihr, das Ganze ist nach rechts einmal gedreht worden. Der Rotari steht auch auf der rechten Seite. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich gemeint habe. Einmal rechts drehen, Rotari auf der rechten Seite. Und jetzt ist das Wichtige, dass wir nicht spiegelverkehrt lasern. Geht ihr nochmal in Laser Tool hier rein, Rotation einrichten und klickt hier auf Mirror Output to Rotari. Das hat damit zu tun, wenn ihr den Laser jetzt auf der linken Seite stehen lasst, dann müsst ihr dieses nicht anklicken, dieses Kästchen, sondern nur, wenn ihr das Ganze hier rechts stehen habt, diesen Rotari, also auf dieser Seite hier. Je nachdem, wie ihr natürlich euer Werkstück auch einspannt, was ihr drauf gelasert haben wollt. Nur, dass ihr wisst, rechts drehen, aber dann Mirror anschalten. Links nicht Mirror anschalten und gut. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Natürlich müsst ihr vorher noch den Fokus einstellen. Das ist ganz klar, bei mir funktioniert das anders. Ich muss da bloß hier Autofokus einstellen, dann justiert er sich selber hier und stellt sich selber vom Autofokus ein. Das werden wir jetzt mal schnell machen hier, dass der Autofokus richtig eingestellt ist. Ihr müsst ihn natürlich selber einstellen, per Hand. Da geht es jetzt einfach dann auf das Objekt Höhe, wo ihr gelasert haben wollt, und stellt es einfach ein. So, bei mir macht er jetzt gerade den Autofokus. Wenn das fertig ist, muss ich nur auf Positionierung drücken und dann lasert er genau an der Stelle, wo ich jetzt das Kreuz angebracht habe. Ihr müsst natürlich auch vorher noch eure Werte einstellen hier, wie viel ihr natürlich braucht mit eurem Laser hier. Ich stelle es hier mal 20.050 ein und mache den Air Assist an, und dann können wir eigentlich mal Start drücken. So, und schon fertig. Jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt schiebe ich mal den Laser weg. Und wir haben jetzt ein richtig schönes Test hier drauf stehen. Jetzt kann ich das Ganze auch nochmal rausholen. Müssen wir das Ganze einfach aufschrauben. Und schön drauf gelasert, so wie wir es haben wollten an der Stelle. Ich würde es mal sagen, wir machen jetzt mal was Größeres. Ich kann euch aber trotzdem empfehlen, übt mit irgendwie im Holz, mit einem Rundstab, übt da einfach ein bisschen, dass ihr mit die Ausrichtung wisst, die Einstellungen wisst, und das Ganze macht es auf jeden Fall. Dann versaut ihr nicht eure guten Sachen, die ihr dann lasern wollt. So, wir wollen jetzt aber hier was Großes probieren. Ich habe jetzt hier mal eine Thermoskanne eingespannt, hier eine kleine Thermoskanne mit 500 Milliliter, was auch immer. Ihr müsst halt selber schauen, wie ihr irgendwas einspannen könnt hier in diesem Rotari. Es gibt
gibt ja genug Werkzeug dazu, was man dann hier benutzen kann. Hier funktioniert es ganz gut. Es wäre auch noch eine kleine Stütze dabei, die ihr anpassen könnt. Also wenn ihr, also das hält es echt super hier, muss ich sagen. Ihr seht es selber, es hält richtig gut, aber man kann trotzdem hier mit dieser kleinen Stütze hier das Ganze noch hier unterstützen hier. Und das Ganze schön drunter stellen und schon funktioniert es auch. Also wer es da noch ein bisschen Schiss hat oder je nachdem, wie das Objekt ausschaut. Ich würde sagen, wir lasern da mal was Schönes drauf hier. Ich habe es hier mal angezeichnet, ist Edelstahl, kann ich direkt lasern hier mit diesem Laser. Und dann muss ich es jetzt nur noch an diesem Kreuz bei mir, in diesem Fall bei mir, einfach schön ausrichten. Jetzt gehen wir nochmal ins Lightburn und dann werden wir das Ganze einstellen und werden da mal hier mein Logo drauf lasern, auf diese schöne Thermoskanne. Wir haben ja jetzt den Flaschenkopf rechts. Das heißt, wir haben den Rotary rechts, der Flaschenkopf ist auch rechts. Deshalb müssen wir unser Logo auch wieder nach rechts drehen hier. Dann machen wir die Anordnung und drehen das Ganze jetzt mal im Uhrzeigersinn nach rechts. Größe ist bei mir 7 cm das Logo. Und wichtig ist jetzt, dass ihr, wenn es nach rechts dreht, wieder hier das Mirror anschaltet. Ganz wichtig. Dann fehlt eigentlich nur noch der nächste Schritt wieder. 77 mm ist der Durchmesser. Passt sich automatisch an den Umfang an. Können wir auch OK drücken. Und schon haben wir die Einstellungen eigentlich gemacht. Jetzt müsst ihr nur noch eure Einstellung zum Laser machen. Hier den Air Assist kann ich jetzt mal ausschalten. Das brauche ich jetzt nicht bei Edelstahl. Und hier, das wollte ich noch sagen euch, bei mir ist es jetzt so, ich habe ein Laserkreuz hier. Ich richte das immer auf die Mitte aus, damit dann mein Laserkreuz auch in der Mitte zum Positionieren ist. Ihr könnt es natürlich auch anders ausrichten bei euch. Aber die aktuelle Position müsst ihr einstellen, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen. So, den Autofokus habe ich jetzt schon gemacht. Genau, und jetzt muss ich nur noch Positionierung drücken, bei mir in diesem Fall. Und dann können wir eigentlich loslegen. Wow, super. Und jetzt haben wir schon ein richtig schönes, krasses, tolles, großes Logo auf der Thermoskanne. Schaut richtig cool aus. Ich möchte kurz zeigen, wie vielseitig er einsetzbar ist, der Chuck. Also ihr könnt zum Beispiel hier Ringe einspannen, ihr könnt Edelstahlringe einspannen, ihr könnt sie oben lasern, ihr könnt es aber auch, das geht mit dem Modul jetzt nicht, hier innen drin lasern, hier könnt ihr genauso machen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn es natürlich möglich ist. Ihr könnt das Ganze im Winkel hier verstellen. Wenn das zum Beispiel konisch ist oder so, dann, also wenn es unten enger wird oder so, dann könnt ihr das Ganze auch im Winkel natürlich verstellen, dass es nach oben geht. Und dann könnt ihr mit der mitgelieferten Wasserwaage, könnt ihr das Ganze dann hier schön ausrichten, hier, dass es auch schön gerade unter dem Laser ist. Ihr habt verschiedene Anbauteile hier, wie zum Beispiel diesen Halter, den kann man auch noch hinmachen. Ihr habt hier eine Stütze noch, die kann man auch noch hier hinmachen, habt ihr ja gerade eben gesehen. Und so weiter und so fort. Ihr habt verschiedene Anbauteile hier, um Gläser auch innen zu spannen. Man kann das Ganze auch so hinmachen und dann innen spannen zum Beispiel. Und. Da ist wirklich richtig viel, da müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren. Ebenso müsst ihr diesen Rotary nicht auf die rechte Seite stellen. Ihr könnt den auch auf die linke Seite stellen. Achtet aber bitte darauf, dass es spiegelverkehrt eingestellt worden ist. Rechts spiegeln, links nicht spiegeln. So, oder ihr könnt auch genauso auch den Rotary hier einmal komplett um 180 Grad drehen. Dann kann man genauso hier auch noch lasern. Also ihr seht, es ist wirklich vielseitig einsetzbar, das Gerät.
ja, auch ich versau mal was. Ich habe jetzt hier diese Tasse leider versaut. Das hat aber nichts mit dem Rotari zu tun. Ich habe es nur nicht wirklich richtig eingespannt und habe es nicht kontrolliert. Deshalb, Leute, üben. Hier ist ja so ein kleiner Endschalter dran für den Autofokus. Und der hing dann hier an diesem Teil hier vom Rotari einfach fest. Das heißt, ich hätte es einfach nur anders einspannen müssen und schon hätte es funktioniert. Und ich habe es jetzt einfach nicht kontrolliert, weil da hier dieser Endschalter hat jetzt hier ja, gestoppt und das Ganze. Und deshalb ist mir jetzt hier das ein bisschen versaut. Aber gut, man lernt ja aus Fehlern, deshalb das nächste Mal einfach richtig einspannen. Jetzt haben wir gerade mal einen Test noch gemacht mit dem R2. Der R2 ist für größere Sachen gedacht, wie Flaschen oder sonst irgendwas. Auch zylindrische Sachen hier, das ist kein Problem, das können wir damit alles machen. Das ist dann praktisch der Roller. Den müsst ihr in der Software noch einstellen, Roller einstellen und dann müssen wir zwei fixe Werte eingeben. Einmal 50, einmal 16 und den Rest stellt er wieder automatisch ein. Das heißt, wir müssen dann nur noch den Umfang genauso eingeben und den Rest macht er automatisch. Aber die zwei fixen Werte müssen wir einstellen. So, jetzt ist es hier eine Besonderheit, wenn wir jetzt zum Beispiel so gravieren wollen, hier auf dieses Teststück hier und der Motor steht rechts, dann müssen wir das Ganze nicht spiegeln. Also das ist schon mal eine Besonderheit, wenn wir es jetzt so rumschreiben wollen. Also ihr seht, es ist wirklich vielseitig einsetzbar. Selbst dieses Osterei kann man richtig schön gravieren hier. Wir können Kugeln gravieren, wir können Christbaumkugeln gravieren. Alles Mögliche können wir machen. Das ist natürlich jetzt keine Christbaumkugel, das ist schon klar. Aber das wäre auch möglich. Ob jetzt Flaschen, Thermoskannen oder sonst irgendwas. Wir können hier richtig coole Sachen machen. Natürlich müsst ihr auch aufpassen. Habt ihr ja gesehen, hier habe ich es versaut. Ich könnte jetzt noch wirklich Stunden weiter lasern hier mit den Rotaris hier. Das macht richtig Spaß. Aber ich würde jetzt ganz ehrlich mal sagen, wir kommen zum Fazit dieser beiden Geräte. Viele kennen ja noch diese älteren Rotaris hier, die schauen dann so aus hier und ich habe den auch immer benutzt und ich habe da so ab und zu schon mal meine Probleme damit, wenn es verrutscht was, es verdreht was und das passiert mir irgendwie komischerweise mit diesen hier nicht, also hier sowieso nicht beim R1 hier. Das ist so ein vielseitiges Gerät, ich kann so viel einspannen mit diesem Gerät hier. Also ich bin hier begeistert, das ist vielseitig, man kann es einstellen, wie man will und man kann damit richtig viel gravieren. Sollte dieser nicht ausreichen, ist der R2 jetzt da. Das ist im Endeffekt der Nachfolger von diesem Modell hier. Aber ich finde den auch schon allein schon viel verbessert oder er ist mega verbessert worden. Er ist wirklich wertig aufgebaut, alles richtig schön aus Alu hier und man kann ihn auch genauso einstellen wie den hier. Man kann den sogar noch leichter einstellen wie diese Rotari hier. Das müsst ihr einfach mal in der Bedienungsanleitung anschauen. Ich bin super angetan von den beiden Geräten und war schon ein bisschen überrascht, dass man dann doch so viel gravieren kann und vor allem er verrutscht nichts mehr und man hat im Endeffekt alle möglichen Klemmbacken und alles Mögliche dabei. Diese Geräte gibt es auch einzeln, den R2, diesen hier und den R1 gibt es auch einzeln zum Kaufen oder auch im Set. Natürlich werde ich euch unten alles nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr die Geräte finden, da könnt ihr die anderen Laservideos finden und schaut da einfach mal drauf. Leute, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Wollt ihr euch einen Rotari anschaffen? Habt ihr schon einen Rotari? Welches Modell? Wie auch immer, könnt ihr es alles mal unten reinballern, wie ihr auch so ein Gerät findet, ob ihr das braucht oder nicht braucht. Ich finde sie richtig cool. Man kann damit richtig cool arbeiten. Es macht Spaß. Man muss aber auf eine Sache achten und zwar wirklich, wie man ausrichtet. Das heißt, rechts hingestellt muss man spiegeln, wenn man so graviert und so weiter. Ihr habt es ja im Video gesehen. Ihr müsst da einfach mal ein Holzstück nehmen. Schreibt es euch am besten auf. Nicht, dass ihr dann euer gute Werkstücke reinmacht und doch noch einen kleinen Button vergesst und dann ist das Ding, das Gelaserte, kaputt oder das Objekt kaputt. Das wollen wir jetzt einfach nicht. Also üben, üben, üben auf einem Holzstück und dann passiert auch nichts mehr. Selbst mir ist was passiert, ihr habt es ja gesehen, die Tasse ist jetzt, naja, nicht mehr so schön anzuschauen, aber
Ich hätte den Fehler verhindern können, wenn ich einfach einen Rahmen drum gefahren hätte. Dann hätte ich gesehen, Moment, der Laser bleibt hängen, also kann ich es anders einspannen. Also ein bisschen üben müsst ihr, aber es ist trotzdem alles richtig einfach zu bedienen. Ich würde sagen, ich wünsche euch sehr schöne Grüße aus dem Allgäu. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Denn es gibt nämlich sehr viele Laservideos von Gipfelholz und ihr wollt sie ja hoffentlich nicht verpassen. Also bis demnächst. Servus.